Seit Ende Juli gibt es eine Dokumentation auf Netflix, die sich mit der Industrie medizinischer Geräte beschäftigt. Und da möchte man meinen, ist das vielleicht nur eine Nische, aber nur mal das Thema künstliche Hüftimplantate, von denen alleine 200.000 jährlich in der Bundesrepublik Deutschland eingepflanzt werden, sollte zeigen, das ist alles andere als nur eine Nische und das ist noch gar nicht mal das größte Feld und wie man versucht, Geräte und Dinge auf den Markt zu bringen, die nicht ausreichend geprüft sind und was für Folgen und auch tödliche Risiken das für Patienten letztendlich mit sich bringt, ja genau das beleuchtet The Bleeding Edge. Die Medizintechnik ist im Verhältnis zur oft negativ assoziierten Pharmaindustrie größer, entwickelt sich aufgrund der technologischen Innovationen schneller und unterliegt bei weitem nicht so starken Regulierungen, vor allem nicht im wohl wichtigsten Markt der USA. The Bleeding Edge zeigt anhand von Chirurgierobotern, Verhütungsspiralen, künstlichen Hüftgelenken und Vaginalnetzen, wie gefährlich der Einsatz nicht ausreichend erprobter Geräte ist, die am Ende direkt im Körper der Patienten landen. Dort können diese irreparable Schäden hervorrufen, missverständliche Krankheitssymptome herbeiführen und letztendlich Leben riskieren und zerstören. Es stellt sich also die Frage, wie schwer wiegt die Profitgier im Vergleich zur Gesundheit? After my operation, I started having health issues. Back pain, it was debilitating. I could barely walk. I was going blind, I was seeing stars. It changed the full direction of my life. How can you clear something that's been shown to be dangerous? It's gotten worse over time because of greed. Welcome to the business. My mom can't keep a job because she has to go to the doctors a lot. They said I shouldn't feel anything, that the pain was in my head. I was thinking, what's going to happen to my kids if I don't wake up? People think pharma's got power. No. The device industry has much more power. The medical device industry has incredible levels of influence in Washington, D.C. We have more power in this room than most governments around the world. The Bleeding Edge geht 99 Minuten. Netflix gibt eine Altersempfehlung aus von 16 Jahren und ist seit dem 27. Juli als Netflix Original eben dort anschaubar. Es ist eine Dokumentation, die sich eingehend erwähnt, aber auch in der Inhaltsangabe Medizintechnik beschäftigt. Mit einer Branche, die aufgrund technologischer Fortschritte, und das spüren wir selbst, wenn wir sehen, wie schnell sich unsere Handys, Computer, E-Autos, was auch immer entwickelt, sehr schnell sich voran entwickeln kann. Die grundsätzlich viel niedrigere Regulierungen hat als beispielsweise die Pharmaindustrie, wenn es darum geht, Medikamente zuzulassen für den freien Markt, und selbst in den USA man sich seit den 70er Jahren irgendwann darauf beziehen kann, dass mal ein ursprünglicher Mechanismus eines Gerätes bewilligt wurde und man sich nur als Weiterentwicklung dessen berufen muss und deswegen kaum noch Studien dafür entwickelt, obwohl das letztendlich um Geräte geht, die in unseren Körper eingreifen oder direkt dort hinein verpflanzt werden. Hierbei entsteht eine Dokumentation, die auf der einen Seite recht einseitig ist, weil hier viele Opfer zu Wort kommen von verschiedensten Implantaten und ihren wirklich katastrophalen Beschwerden und auch sehr intimen Momenten, die dabei geschildert werden. Frauen, die quasi sagen, was aus ihnen herausquillt aufgrund von Verhütungsmechanismen und Vaginalnetzen, die nicht so funktionieren, verhärten, und was das alles nicht nur für ihr Sexualleben bedeutet, sondern auch wirklich in sehr intimen Momenten muss man wissen, dass es etwas ist, was Bilder im Kopf kreiert, die kriegt man so schnell auf der einen Seite nicht wieder raus, und dadurch wird diese Doku natürlich auch etwas einseitig, wenn fast ausschließlich Opfer zu Wort kommen. Die Dokumentation macht aber selbst klar, dass niemand der Beschuldigten bzw. Firmen, die mit im Fokus stehen, wie beispielsweise eben auch Bayer, bereit war, sich im Rahmen dieser Dokumentation zu äußern. Was soll man dann also machen? Nur, das sei schon mal vorangestellt. Sie wirkt sehr einseitig. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es eben schwierig war, andere Gesprächspartner vor die Kamera zu bekommen. Und grundsätzlich ist The Bleeding Edge eine Dokumentation, die eben auf diesen Standardmechanismen beruht, dass wir eben Patienten haben, dass wir Opfer haben von verschiedensten Dingen. So wird beispielsweise, geht es um einen Chirurgieroboter, bei dem Ärzte ganz klar zugeben, man müsste erst 200, 300 Operationen damit machen, um wirklich mit diesem gut arbeiten zu können. Nachdem dieser aber zugelassen wurde für den Markt, der nennt sich Da Vinci, dieser Roboter, wurden alle wichtigen Schulungsseminare, bei denen Chirurgen mehrere Monate eigentlich abgezogen werden müssten von der Arbeit, um darin eingeschult zu werden, auf einmal sehr reduziert, weswegen man letztendlich Endbenutzer und Empfänger, Patienten mit diesem Gerät zusammentut, die eigentlich viel zu wenig Erfahrung miteinander haben, um wirklich gut miteinander zu funktionieren, was am Ende ja einfach ein Stück weit lebensgefährlich ist. Es geht um die Verhütungsmethode Issure, das Einsetzen von 2 Spiralen in den Eileiter, die dort zu
vernarbten Gewebe führen und quasi nicht mehr zulassen, dass es zu einer Schwangerschaft kommen kann, die Komplikationen, die damit einhergehen können, die Beschwerden, was auch passiert, wenn man zu viele davon einsetzt, wenn man im Entfernen eine solche Spirale splittert, was passiert, wie ein solches Medikament bzw. Gerät zugelassen wird hier mit analysiert. Es geht unter anderem um künstliche Hüftgelenke und was passiert, wenn ein Arzt, der selbst feststellt, dass er langsam einem gewissen Wahn verfällt und glaubt, an Alzheimer unter anderem zu leiden, an einer Kobaltvergiftung aufgrund von einer Metalllegierung in seinem Hüftgelenk letztendlich feststellt, dass es dort fatale Folgen gibt und versucht, Menschen zu animieren, nachzudenken, kritisch nachzufragen. Das soll grundsätzlich bedeuten, warum ich diese Themen hier anspreche, weil es wirkt vielleicht auf der einen Seite alles so ein wenig nischig, wenn es um Medizintechnik geht, dabei ist die Industrie dahinter verdammt groß und gleichzeitig muss man sich mal überlegen, in Deutschland gibt es jährlich ca. 200.000 künstliche Hüftimplantate, die verpflanzt werden und mal ganz von Einsetzungen von Spiralen gar nicht zu sprechen, ist das einfach ein absolut relevantes Thema. Und wie oft vertrauen wir eventuell Ärzten und glauben, sie haben studiert und müssten besser wissen, dann steht bei The Bleeding Edge zumindest ein Abbild von Menschen, die betroffen sind, die wirklich viel gelitten haben, die vielleicht auch nicht das Gros darstellen, aber die sensibilisieren zum kritischen Nachfragen, zum Hinterfragen, die Tipps geben und so ergibt sich hier eine Dokumentation, die auf der einen Seite in einem, sagen wir es mal, Cast von Patienten und Opfern eben einseitig, weil sich eben Verantwortliche kaum zu Wort melden, letztendlich ein Bild in Settings mit Interviews, gespickt auch mit Werbematerial von Firmen rund um diese Geräte und Aufzeichnungen und Statistiken, letztendlich eine Dokumentation ergeben, die über diese knapp 100 Minuten doch sehr sensibilisiert, die sehr nahe geht, weil es eben um Menschen geht, die viel gelitten haben, die ihr Sexualleben teilweise aufgeben mussten aufgrund von Vaginalnetzen, Verhärtungen in wirklich intimsten Bereichen und Geschichten, die dabei entstehen, dass ich ganz ehrlich sagen musste, Bleeding Edge ist eigentlich ein wichtiges Thema und das ist eine Dokumentation, die vielleicht an manchen Momenten einen Ticken zu sehr verteufelt und nicht herausstellt, wie gut es vielleicht manchen Menschen geht mit gewissen Implantaten, aber auf der anderen Seite, wenn man immer von 99, noch irgendwas Prozent Sicherheit hört, denkt man vielleicht einfach auch nicht an diejenigen oder wie solche Zahlen zustande kommen. Und da gibt diese Dokumentation eben genug Punkte zum Denken, Nachdenken anzuregen. Und deswegen würde ich sie gerne empfehlen an dieser Stelle. Und es ist auch so ein bisschen schwer auf den Punkt zu kommen, weil, und das würde ich grundsätzlich sagen, neben dieser Einseitigkeit, diese Dokumentation eben nur so 4 Teilgebiete anspricht und man irgendwie danach nicht so richtig weiß, ist das jetzt generell eine Denke und eine Profitgier, die man der gesamten Branche unterstellt. Dann gibt es auch immer wieder diese politischen Verknüpfungen, dass eigentlich Aufsichtsräte von Behörden, die das Ganze regulieren sollten, wie die FDA in den USA, dann wieder zu Pharmaindustrien, Pharmakonzernen, medizintechnischen Konzernen nach ihrer Karriere als CEOs dort oder als Aufsichtsratleiter oder was auch immer wechseln durch die verschiedensten Firmen. Und so gibt es immer wieder Verwobenheit, die wir sonst auch aus Politik und Industrie so ein bisschen kennen oder Politik und Wirtschaft, sodass man immer wieder denkt, wow, das wirkt alles halt so unterwandert und so schwierig, sodass man am Ende so als Patient, als Endverbraucher sich überlegt, was sollst du jetzt hier eigentlich richtig machen? Und da finde ich es gut, dass diese Dokumentation auf Gruppen verweist, in bestimmten Fällen, auf Zusammenschlüsse, auf ganz einfache Fragen am Ende, die man Ärzten ganz klar stellen sollte, wenn man in Situationen kommt, sich zu überlegen, in einen Eingriff einwilligen zu sollen, der sich mit irgendetwas beschäftigt, was in einem stattfindet. Und da finde ich es gut, dass einfach diese Doku dahingehend sensibilisiert, aber deswegen ist vielleicht auch ein bisschen meine Aussage dazu etwas diffus. Ich grundsätzlich finde, dass The Bleeding Edge eine tolle, eine interessante Doku geworden ist. Sie ist sehr gesprächslastig, sie geht auch wirklich sehr tief, wenn es darum geht, dass Frauen über ihre intimsten Erfahrungen sprechen. Das kreiert eben Bilder, die man nicht unbedingt aus dem Kopf bekommt, aber vielleicht auch gar nicht soll. Sie mag vielleicht etwas einseitig sein, aber das ist, glaube ich, auch dem Thema geschuldet und dass da sich niemand weiter vor der Kamera äußern wollte, der an der vermeintlichen Gegenseite beteiligt ist, beziehungsweise wenn dann sehr, sehr reduziert an dieser Stelle und Dokumentation, da liegen bei mir ja keiner Wertungen, aber definitiv von mir hier eine Empfehlung an Doku-Fans, an Themeninteressierte, aber eigentlich ist es wichtig für jeden, weil egal wie jung ihr heute seid, ihr wisst nie, wann ihr irgendwas habt oder ein Unfall, irgendetwas passiert, was letztendlich eure Gesundheit einschränkt oder vielleicht mal an einen Punkt kommt, eben wo dann Medizintechnik für einen selbst mal wichtig sein sollte. Spätestens im eigenen Familienkreis findet sich ja hin und wieder mal ebenfalls ein Fall, wo man vielleicht denkt, wow, da lohnt es sich vielleicht doppelt drüber nachzudenken. Okay, deswegen eine Empfehlung von mir hier, dich The Bleeding Edge anzuschauen an dieser Stelle. Wie gesagt, Dokumentation, da liegen bei mir ja keiner Wertung, aber ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Dokus, Filme und Serien schauen.